Versteckt in den unzugänglichen Alpen, mitten in der Schweiz, liegt ein unglaubliches Netzwerk aus geheimen Bunkeranlagen und Festungen. Ein unermüdlicher Kampf um die Unabhängigkeit und Neutralität. Aber was geschah wirklich hinter den dicken Mauern und in den verfallenen Stollen dieser gewaltigen Grenzbefestigungen? Die Schweiz, umgeben von gewaltigen Mächten im Zweiten Weltkrieg, hat sich mit einer beispiellosen militärischen Verteidigung auf die Probe gestellt. Inmitten des Chaos, das die Welt erschütterte, wurde die Grenze zu einem Bollwerk der letzten Verteidigungslinie, den legendären Alpenfestungen, die bis heute fast unberührt geblieben sind. Heute betreten wir einen der Bereiche dieser monumentalen Anlagen, von den geheimen Artilleriewerken in den Alpen bis zu den strategisch bedeutenden Bunkern, die das Schicksal der Schweiz sichern sollten. Doch welche Geheimnisse verbergen diese imposanten Mauern wirklich? Waren sie nur ein Bollwerk gegen die Kriegsmächte oder eine Kriegsmaschine, die die Schweiz bis an ihre Grenzen führte? Begleitet uns, während wir uns in die Geschichte dieser vergessenen Festungen vertiefen, wo der Widerstand gegen die drohende Invasion einer der entscheidendsten Momente des Zweiten Weltkriegs war, und entdecken wir gemeinsam, was in den tiefen Stollen und in den abgelegenen Bergen bis heute verborgen bleibt. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian, Melanie ist auch wieder mit am Start und hier schon am Rumwandern. Denn wie ihr jetzt schon sehen könnt, Hintergrund viel Fels, viel Berge, denn wir sind in den Alpen. Diesmal aber nicht am Alpenwall, Vallo Alpino in Südtirol bzw. in Italien, sondern heute sind wir in der Schweiz und viele haben bei uns, sage ich mal, in den Social Media Kanälen halt viele Stellungen und Bunker, die wir so gezeigt haben, oder Anlagen in den Alpen immer mit den Schweizer Anlagen verwechselt. Und heute wollen wir euch einfach mal das Gegenteil zeigen, die Schweizer Anlagen, wie die so aussehen. Und da habt ihr mal einen direkten Vergleich. Wir bewegen uns hier in dem Gotthardmassiv, also wir werden hier jetzt alles so in dem Bereich des Gotthardmassives uns anschauen, was wir so finden können. Und da würde ich sagen, ich schnack nicht lange und wir legen los. Also bleibt dran. Ja, jetzt noch mal ein bisschen zu der Geschichte eigentlich, warum in der Schweiz so massiv viele Bunker und Festungsanlagen sind. Das hat auch einfach was damit zu tun. Also es gibt ungefähr, also man sagt so um die 20.000 Anlagen, und für jeden Schweizer Bürger steht im Prinzip eigentlich auch ein Luftschutzplatz zur Verfügung. Und man hatte halt damals, also ab den 1930er Jahren, auch massiv aufgerüstet, weil die Schweiz ja immer diesen neutralen Status behalten wollte. Nur Neutralität an sich hält auch keinen ab, jetzt ein Land anzugreifen bzw. zu besetzen oder durchzumarschieren. Und um denen halt auch Nachdruck zu verleihen, hat man sich halt in der Schweiz, in der Alpenregion halt richtig massiv mit Festungswerken zugebaut, sage ich jetzt mal. Weil ihr müsst ja sehen, geografisch gesehen ist der Schweiz so in der Mitte, und die ganzen großen europäischen Länder, die, sage ich mal, in der Historie auch sehr viele Konflikte ausgefochten haben, sind halt ringsrum, und die kleine Schweiz so in der Mitte. Und das weckt natürlich auch immer Begehrlichkeiten, um das halt, sage ich mal, im Vornherein auszuschließen, gerade auch zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, als Deutschland, also Nazi-Deutschland, extrem expandiert ist und viele europäische Länder halt angegriffen hat, hat man sich halt natürlich absichern wollen und, sage ich mal, hier in den Alpen die ganzen Festungswerke halt gebaut, stückchenweise, um halt, wenn es soweit gekommen wäre, dass man die Schweizer Armee praktisch zurückgezogen hätte in das Alpengebiet, und die Alpen wären so wirklich hier dann in der Schweiz so eine richtige Alpenfestung. Man sagt ja immer Alpenfestung im Zusammenhang mit Deutschland oder mit Italien, mit den Alpenwall, aber die richtige Alpenfestung ist eigentlich in der Schweiz, wenn man das so sehen will. So, den ersten Platz, den wir hier angefahren sind, ist hier die Festung San Carlo. Und wir sind schon mal hier gewesen, aber wir haben nur ein paar kleine Aufnahmen gemacht, und das ist richtig spannend hier. Und da zeigen wir euch jetzt einfach mal
hier ein paar Anlagen, die wir sehen können. Wir sind halt damals im Schnee auch hier gewesen. Das heißt, wir sind auch nur hier in einem vorderen Bereich unterwegs gewesen und wir können auch bis hoch zu dem Staudamm und das werden wir euch gleich eben alles zeigen. So, wir kommen hier schon zur ersten Kanone und das ist schon mal wieder richtig spannend hier. Hier könnt ihr den Unterschied sehen. Wir haben hier praktisch so eine Tarnung, wieder so ein Gerüst draufgesetzt. Hier so ein Käfig, sage ich jetzt mal. Und dann hat man das Ganze hier ja, mit Zement und so weiter entsprechend verkleidet. Und hier drunter liegt der eigentliche Turm mit der Kanone. Wir haben hier, glaube ich, eine 15 cm Kanone. Ihr habt auch nochmal das Schweizer Emblem. Der Beweis für euch, dass wir auch wirklich in der Schweiz sind. Ja, aber man sieht, wie gesagt, schon den Unterschied. Ne? Hier rotiert das Ganze auf dem Teller. Und das ist halt spannend, dass der eine Teil jetzt hier schon abgefallen ist, damit ihr halt wirklich sehen könnt, wie es hier drinnen aussieht. Und auf dem Lauf der Kanone ist normalerweise hier so ein Holzkonstrukt. Das ist hier scheinbar schon kaputt, also man hat den Turm auch gedreht. Der Turm wäre normalerweise eigentlich hier jetzt eingefahren und hier hätte man den Lauf geschützt und das ist praktisch die restliche Ummantelung. Das hat man auch noch so weit abgetan. Das ist natürlich jetzt alles aus Gründen durch die Witterung und Sonne halt ausgeblichen. Und ja, reparieren tut man das jetzt nicht. Also diese Anlage hier ist auch, soweit ich weiß, von einem Verein bzw. museumsmäßig, glaube ich, aufgemacht. Bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. Und ihr könnt schon sehen, also was ich total hässlich finde hier in der Landschaft sind die Windräder, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall könnt ihr sehen, hier befindet sich ein weiterer Bunker in dem Komplex. Da drüben ist ein Wohnmobil und oben drüber befindet sich nämlich auch ein Bunker. Da waren wir auch noch nicht, also hier war alles voll Schnee, wir kamen hier überhaupt nicht weiter. Keine Chance. Wir sind hier oben noch gewesen. Da seht ihr noch, da, dieser Bereich, das ist kein Hügel, auch das ist eine Kanone. Da werdet ihr gleich den Unterschied sehen, die ist noch voll umschlossen, also der Lauf ist im Prinzip auch noch getan bzw. Fest, man sieht das so ein bisschen da vorn. Und da hinten ist ein großer Staudamm, da wollen wir auch noch hin, weil da oben scheint auch noch irgendwas zu sein. Wir gucken jetzt einfach gleich mal. Aber hier gebe ich euch noch mal eben kurz Einblicke in diese Kanone, weil das ist schon, sage ich mal, sehr außergewöhnlich. Weil das ist, wie gesagt, der Unterschied zu den italienischen Werken. Ne? Also die Schweizer haben im Prinzip, also ich kenne keine Anlage, die wirklich lost ist. Also entweder wird die, hier sage ich mal, ich glaube bei den Schweizern heißt es Bundesheer, bin ich mir nicht ganz so sicher, entweder von dem Bundesheer noch bewirtschaftet, also liegt in deren Verwaltung. Oder die haben es veräußert an Privatleute, die dann halt vereinsmäßig was gemacht haben oder Museum. Oder es gibt sogar jemanden, der Depots anbietet. Ich weiß jetzt nicht, welche Anlage das ist. Da kann man sich einmieten, also so auf Sicherheitsebene. Also wenn man jetzt irgendwelche sicherheitsrelevanten Sachen hat, die man gerne verbunkern lassen möchte, keine Ahnung, was das alles ist, dann kann man da seine Sachen gegen ein gewisses Entgelt lagern, deponieren. Weil die Anlagen sind ja zum Teil riesig. Aber hier könnt ihr das mal sehen, das ist wirklich was ganz anderes. Ja, hier sind die ganzen Abdeckungen zum Teil schon abgefallen. Ist ja auch hier alles Holz in dem Fall. Damit konnte man die Scharen verschließen. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. So, da habt ihr einen kleinen Einblick. Also hier ähnlicher Fall in der Mitte. Da könnt ihr vielleicht erkennen. Da ist auch für die Nahverteidigung. Und dann geht es direkt rechts weg. Und ja, also so wie das aussieht, wird das hier zum Beispiel auch als Restaurant benutzt. Also
Man hat das jetzt schon umfunktioniert. Da gibt es ganz interessante Sachen teilweise, wie diese Anlagen jetzt mittlerweile weiterverwendet werden. Richtig cool. Ja, hier habt ihr jetzt nochmal einen Gesamtüberblick von der ganzen Szenerie hier. Hier ist diese Passstraße, die hier hochkommt. Und hier sind unten die 2 Kanonen. Und hier waren wir gerade, diese Anlage, und jetzt diese Anlage hier. Da haben wir einmal hier eine Schade, die in diese Richtung geht und die hier direkt in Front von der Passstraße. Und hier haben wir jetzt auch gleich direkt eine Tür. Aber die ist natürlich auch versperrt, wie gesagt. Hier ist ja auch was drin. Aber das war auch alles mal hier, können wir das erkennen, alles verkabelt. Guck dir das mal an. Guck mal hier, die kleinen Rollen. Die haben sie dann hier auf so eine Spule und dann konnten sie das hier. Alter Schwede, ey. Boah, guck dir das mal an, ey. Hier liegen ja, keine Ahnung, hunderte Rollen. Also Leute, wir haben das Stacheldrahtdepot gefunden. Ja, aber ja klar, Wasser ist hier in diesem Ding drin, ne? Einige sind verrostet, hat Melanie recht. Boah, aber wie viel hier liegt. Ja, und das meine ich halt, Leute, ne? Also die Anlagen in der Schweiz, die sind immer noch vorbereitet einfach und könnten höchstwahrscheinlich für den Ernstfall wieder ganz schnell reaktiviert werden. Also nicht alleine nur die Luftschutzanlagen, sondern auch die Kampfwerke, die Artilleriewerke, die Bunker. Ey, guck mal, da hinten ist noch ein Durchbruch, ey, ich glaub's nicht. Also Leute, das hier ist jetzt richtig krass. Damit haben wir jetzt schon wieder gar nicht gerechnet, weil die Anlagen eigentlich in der Schweiz ziemlich gut gesichert sind, ist ja auch vernünftig. Aber wir haben jetzt hier vor uns nach dem Stacheldrahtdepot einen Durchbruch hier. Und guckt euch das bitte mal an. Was ist denn hier los? Da hinten, da ist noch Beton. Und hier an der Seite, guckt euch das mal an, da ist eine riesige Schütte voll mit Stein und hier sind ein Haufen Balken runter. Also das ist ja richtig krass hier. Und hier ohne Ende Wasser, was jetzt hier von links runterkommt. Und guckt euch das mal da hinten an, ey. Das ist ja richtig krank. Also Leute, ey, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich bin gerade vollkommen perplex, ey. Boah, ich bin durch. Okay, dann gib mir mal die Kamera. Okay. Oh Leute, ich bin jetzt hier durch, ey. Oh Gott. Jetzt müssen wir hier übel aufpassen. Guckt euch das mal an hier. Hier ist eine riesige Schütte. Hier sind die ganzen Balken runtergefallen. Da oben ist aber alles noch so ein bisschen betoniert. Und ich gehe jetzt mal hier sachte an der Seite vorbei. Oh. Also damit habe ich wirklich null gerechnet. Sind auch so schon Relikte, alte Dosen.
Aber auf jeden Fall ist hier auch mal einer durchgelaufen. Also das hat jetzt erstmal so wirklich den Touch von einem Bergwerk. Alter. Junge. Und es plätschert hier ohne Ende. Ist das krass. Also hier waren überall noch die Hölzer an den Schütten dran. Oh. Und damit habe ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet. Ich kann mich nur wiederholen, ey. Unfassbar. Jetzt habt ihr mal, oh, jetzt sogar noch eine Leiter dran. Jetzt habt ihr mal einen Eindruck, wie das in den Anlagen aussieht. Boah. Wir müssen aufpassen, wo wir hier hintreten. Schaut mal hier, eine ganz alte Holzleiter. So, Melanie, wie gesagt, wartet auf mich, weil das ist jetzt hier ein bisschen tricky, falls ich hier nicht rauskommen sollte. Aber so wie das aussieht, ist hier auch schon die Ortsbrust, also das Ende des Stollens. Ja, hier geht es nicht weiter, aber krass. So, Junge, was mache ich hier wieder? Ah. Oh, krass, das war wirklich krass. Damit habe ich echt nicht gerechnet da hinten, dass das so krass wird. Nach dem Lager hier mit dem ganzen Stacheldraht und dann das da hinten noch. Jetzt kann man sich vorstellen, wie die sich da reingearbeitet haben. 3 richtig große, massive Stahlschütten, wo aus der Seite das Gestein noch weiter rausgebracht wurde. Und da hinten haben wir ja gesehen, war ja das andere Werk. Und da haben die wahrscheinlich die Steine hier rüber aus diesem Stollen praktisch nach draußen befördert und wollten dann noch weiter in die Richtung. Aber ey, das war jetzt richtig krass zu sehen, wie die das gemacht haben. Ja, von der Seite nähern wir uns den Staudamm und irgendwie ist da unten auch eine Tür offen. Ich fasse es nicht. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Hier ist der Staudamm. Zieht sich jetzt hier hoch. Wir sind jetzt von hier hinten gekommen. Hier sind auch noch verschiedenste Mauern, Fundamente. Auch hier stehe ich gerade auf dem Fundament. Auch hier müssen irgendwelche Gebäude gestanden haben, die hier eine Funktion erfüllen. Es können auch Seilwinden, kleine Seilbahnen oder sowas gewesen sein, die in diese Richtung hochgehen. Oder vielleicht hat man hier auch irgendwas mit Wasserwirtschaft, weil das wird ja angestaut, das muss ja irgendeinen Zweck haben. Und da oben steht sogar eine Kanone, sehe ich jetzt gerade. Die gucken wir uns dann auch gleich erstmal an. Aber dass da unten eine Tür offen ist, sollte doch heute ein Glückstag für uns sein. Das ist schon krass. Diese Zufälle, die machen es halt immer. Man weiß zwar ungefähr, was es da gibt, aber man rechnet selten mit offenen Türen. Wenn das halt der Fall ist, dann müssen wir das natürlich ausnutzen. Ja, hier sehen wir jetzt noch mal diese Betonaufbauten. Hier ist sogar noch ein Anhänger von der Armee drin, ein kleiner und ein großer. Und da ist aber auch irgendwie, was ist das denn? Das sieht mir auch fast so aus, als ob das hier reingeht. Oh nein, das Wasser Mist. Wobei, ich habe Gummistiefel im Auto. Ich habe Gummistiefel im Auto, fällt mir gerade ein. Ja, vielleicht gehen wir da gleich nochmal hin.
das wäre es doch. Oh, scheiße. Jetzt habe ich schon wieder Wasser in den Schuhen. Richtig komplett drin. Ach ja, ich lerne es auch nicht. Egal. Egal. So, jetzt gehen wir erstmal zum Staudamm. Vielleicht wird das halt einfach eine nasse Angelegenheit. Muss so sein. Ja, der Abschnitt hier, der jetzt auch hier Richtung Staudamm reingeht, da könnt ihr auch das Camouflage erkennen. Man hat da Tarnfarbe dran gemacht. Also wird es halt auch irgendwie in die Anlage reinführen. Wir können es jetzt gerade von der Seite nicht sehen. Da müssen wir dann einmal drehen. Und hier sind leider die Türen, die wir meinten, die offen ist. Das ist nur das Gitter, aber die Tür an sich ist geschlossen. Das hätte mich jetzt auch erstaunt. Aber wir gehen dann trotzdem mal gucken gleich. Das ist schon wieder sehr, sehr spannend hier, das Gelände. Wie das jetzt hier vereinnahmt wurde. Auch im Zusammenhang mit dem Bunker, wenn man das jetzt hier sieht. Mal gucken, ob wir da auch gleich reinkommen. Wie gesagt, wir haben Gummistiefel mit im Auto. Muss ich dann nun gleich einmal zurückgehen. Das ist jetzt kein Problem. Dann gucken wir uns das auf jeden Fall auch noch mal an. Ja Leute, hier wäre es halt auch in den Berg gegangen. Aber ihr könnt es sehen, das modernes Tor drin. Alles sauber verschlossen. Zu gerne möchte ich wissen, was hier drin ist. Wie das aussieht. Bestimmt richtig klasse. Ja, und hier haben wir das Schmuckstück. Hier ist sogar noch ein Schweizer Helm dran. Hier ist der Hersteller K+W Thun, eingeführt 1936, ausgemustert 1993. 352 Stück gebaut. Reichweite 18 bis 21,4 Kilometer. Krass, dass hier noch so ein Helm liegt. Wahnsinn. So, jetzt habe ich gerade die Gummistiefel geholt. Und guck mal, wo ich jetzt wieder stehe. Ich bin jetzt einen anderen Pfad hochgekommen. Und auch hier haben wir jetzt Zugang. Da ist das Haupttor schon offen. Aber vermutlich das hier nicht, ne? Das ist ein Notausgang. Ah, cool. Also ihr seht überall hier in dem Berg Notausgänge bzw. Zugänge, je nachdem, wo man rein muss. Und auch hier gegenüber, die Taschenlampe wieder ausmachen. So, da gegenüber sind schon wieder die nächsten Schießscharten. So, jetzt will ich mit Melanie eine Aktion machen mit den Gummistiefeln, nochmal da hoch. Und ja, in diesen Unterbau da rein, der voll Wasser ist. Ich hoffe mal, das reicht. Also ich hätte jetzt auch noch die Warthosen mit, aber ehrlich gesagt wollte ich die jetzt auch nicht noch da hochschleppen. Ja gut, man rechnet halt immer nicht damit, ne? Aber das muss jetzt reichen. Wir müssen gucken, dass wir uns da irgendwie jetzt einen Pfad durchbahnen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt noch höher wird, das Wasser. Aber ich bin trotzdem gehypt mit den Sachen, die man jetzt hier schon wieder sehen kann. Das ist ein komplett anderes Bild zu dem, wo wir hier halt gewesen sind im Mai. Ja, im Mai. Da war hier noch alles Schnee. Krass. So Leute, wir versuchen es jetzt. Pass auf. Wird knapp, ne? Scheiße. Aber pass echt auf, Schatz. Ich gucke auf deine Stiefel. Wenn es so bleibt, wäre spitze. Zehenspitzen. Mist.
Steigt das doch jetzt so krass an. Oh, jetzt hätte ich die Warthose jetzt holen sollen. Ey, ich fresse einen Besen. Wird besser. Wird besser? Kommt. Glaube. Ja, ansonsten haben wir gleich. Okay, Leute. Es wird spannend. Ein bisschen Schiss, ne, das reinläuft, aber ich weiß jetzt nicht, vor was man Schiss hat. Es sind ja dann nur die Füße nass. Dann kannst du das an meinen Stiefeln erkennen. Ich weiß halt auch nicht, was das hier ist, ne? Mhm. Ich glaube, wir haben Glück, ne? Dass das gerade mit Ach und Krach ja? Ja. Jo. Fuck. Und ich kann noch nicht mal um die Ecke gucken. Mann. Ey, wenn ich wenigstens jetzt ums Eck hätte gucken können. Da oben ist ja auch, da wurde irgendwas durchgeführt. Mist. Ja, wir sind wirklich Oberkante, Leute, hier. Mann. Tja, weißt du was, wir gucken hier einmal in den Nebengang. Vielleicht geht es ja gar nicht weiter. Nur ich komme ja nicht so weit, ne? Ich glaube, das ist nur ein Raum. Also hier geht es, glaube ich, nicht weiter. Ja, hier hinten ist ein großer Raum. Ums Eck geht es nicht, da ist auch die Wand. Okay. Sonst hätte ich mich jetzt wirklich geärgert. Aber was ist das dann hier? Wir kommen ja immer von oben. Als wäre hier so eine Ladestation. Ja, da vorne ist auch eine Wand zubetoniert. Vielleicht war das auch eine Scharte gewesen für eine Kanone hier unten. Ui. Eine lange Röhre da hinten weg. Aber da hinten kommt, glaube ich, wieder eine Tür. Ich glaube, hier lässt man zum Teil das Wasser runter vom Staudamm. Krass. Keine Chance. Also das Werk ist definitiv hier richtig in der Landschaft verteilt. Hier ist auch wieder irgendwas. Das hat man hier mal. Nee, hier war nur so ein Balken drin, vielleicht für irgendwelche Masten. Und ich wollte jetzt eben noch mal hier drüben hingucken. Also man sieht das teilweise echt, wenn man kurz davor steht erst. Aber das zeigt natürlich, wie super das getarnt ist. Und ja, jetzt will ich da einfach noch mal gucken. Also da ist eine Scharte, die ist auch offen. Die Frage ist, ob die so weit offen ist, dass ich da reinpasse. Mit meinem Bauch. Ja, ein bisschen schlank kann ich mich auf jeden Fall machen. Problem ist ja meistens immer die Schultern. Und dann bin ich mal gespannt, wie das da drin sich ausgeht, weil ich hatte schon mal was Ähnliches besucht und dann war das nur U-förmig, also es gab keinen Anschluss an das Hauptwerk. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon erkennen könnt hier vorne. Das ist krass. Oh nein. Oh nein. So Mist. Ach, jetzt bin ich hier auf so einem kleinen Plateau, ey. Ach Gott.
Das musste natürlich sein. Naja, dann muss ich jetzt hier irgendwie runter und versuchen, da hochzukommen. Ich gehe hier. Hier sieht das so ein bisschen wegmäßig aus. Ja, aus Metallrelikte habe ich jetzt hier auch schon überall gesehen. Das ist hier verschüttet unter den Stein. Auch viele Konservendosen. Ich weiß nicht, wie lange diese Anlage jetzt im Einzelnen noch, also in dem Bundesheer aktiv genutzt wurde. Weil viele Anlagen hatte man dann ja auch weiter im Kalten Krieg gebaut bzw. ausgebaut. So, jetzt müssen wir mal hier gucken. Oh, hier ist alles voll Pflanzen. Ich sehe nicht, wie weit ich hier runterkomme. Ach Gott. Okay. Boah. Kein Gleichgewicht hier. So. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Man merkt schon wieder, wenn man hier oben am Rumkrebsen ist, dass das schon wieder eine andere Luft ist. Die Schade ist aber richtig klein. Oh hey. Ich glaube, das wird nichts. Nee, das ist zu klein hier. So, Mist. Machen wir die Taschenlampe an. Un momento. So. Guck mal da oben, Leute. Er ist eingepackt so ein Telefon. Also da kann ich mich nicht durchquetschen. Ich gucke mal, ob ich noch was anderes finde. Hier funktioniert das leider auch nicht. Und mit so einem Vierkant wäre das nicht gegangen. Also ich habe einen mit, aber der ist kleiner. Also von der Maße her. Der würde nicht passen, aber der ist auch so umgebogen. Und ich weiß auch warum. Deswegen. Er hat schon eine rohe Gewalt wirken lassen und ja, das Ganze hier abgebrochen. Fein. Ja, aber ihr habt gesehen, da war ein Telefon eingetütet. Das sagt mir halt, ne, die Anlage ist einfach nur stillgelegt. Hier haben wir zwar ja, so ein Restaurant und was weiß ich nicht drin. Das wird aber in den einzelnen Kammern sein, wo jetzt nichts groß drin ist. Aber technisches Gerät ist hier immer noch vorhanden. Das ist krass. Ja, auch hier immer wieder alte Konservendosen. Das sind aber, wie gesagt, Konservendosen, die die Armee hier benutzt hat, weil hier immer noch auch in dem Gebiet geübt wird. Wir hatten das letzte Jahr sage ich schon, vor ein paar Monaten hier auch viel Übungsmunition, also Reste von Übungsmunition gefunden. Also hier ist immer noch Betrieb in dem Gebiet auch. So Leute, das war es jetzt erstmal. Also hier an der Stelle jetzt von dem Fort San Carlo. Also wir haben hier echt eine Menge Sachen gefunden, wo wir zum Teil auch noch ein bisschen reingucken konnten. Und man sieht halt hier überall in der Gegend noch Aufbauten, Sockel, wie gesagt teilweise halt noch Kanonen sogar. Und ja, eine Menge Beton halt. Also irgendwas wird dann da noch gestanden haben. Ob es jetzt irgendwie zu der Seilbahn gehört oder noch irgendeine Installation für die Armee. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ganz weit da oben ist im Prinzip eigentlich nur alles im Zusammenhang mit dem Staudamm. Es kann durchaus sein, dass hier auf der Gegenseite auch noch irgendwas ist. Das weiß ich jetzt aber nicht im Detail. Wir wollen uns jetzt erstmal hier die Anlage so weit angucken, was wir einfach alles so finden.
Und wie gesagt, im Gotthardmassiv werden wir jetzt noch weitere Sachen anlaufen, deshalb bleibt hier dran. Entweder machen wir jeweils ein separates Video oder wir machen halt hier ein fortlaufendes Video, das werdet ihr dann sehen. Also, ich sage erstmal bis dahin. Die Mauern haben gesprochen, die Stollen ihr Geheimnis preisgegeben und doch bleibt vieles verborgen, tief in den Alpen, wo Zeit und Geschichte ihre Spuren hinterlassen haben. Wir haben einen Blick in die monumentalen Grenzbefestigungen geworfen, die einst die Neutralität der Schweiz sichern sollten. Werke, die von der Angst vor Invasion und vom unerschütterlichen Willen zur Verteidigung zeugen. Doch die Geschichte lebt weiter. In jedem Stein, in jedem versteckten Gang, in jedem Panorama, das von diesen stillen Wächtern der Alpen erzählt wird. Wenn euch diese Reise in die verborgene Welt der Schweizer Festungen gefallen hat, dann vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Expedition in die Geheimnisse unserer Vergangenheit verpasst. Denn die Alpen bewahren ihre Geheimnisse, aber wir sind noch lange nicht fertig, sie zu entdecken.